Heute geht es um das Thema Hüftschmerzen. Hi, wir sind Patrick und Rocco und wir betreiben jeder eine Schmerztherapiepraxis nach Liebschau und Bracht in Berlin-Prenzlauer Berg und in Berlin-Mitte. Viele Patienten berichten, dass es bei Hüftschmerzen hier außen weh tut, es tut hier im Gesäß weh und tatsächlich ist es auch so, wenn dieser Hüftbeuger, dieser grüne Gummi, schon sehr sich umgebaut hat, es auch hier sehr stark in der Leiste wehtun kann, weil dieser grüne Part hier, das soll den Hüftbeuger darstellen, der ist der Verursacher von Hüftproblemen. Der Hüftbeuger ist der stärkste Beuger im menschlichen Körper, sitzt an den Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule, sogar noch teilweise an 2 Brustwirbelkörpern, zieht durch den Bauchraum und setzt an dem kleinen Vorsprung an. Wunderbar, dadurch können wir sitzen. Jetzt ist es aber so, dass das, was wir oft einnehmen, und wir sitzen viel zu viel, Weg zur Arbeit, auf der Toilette, Fahrradfahren, selbst Fahrradfahren ist verkürzen. Selbst beim Laufen können wir tatsächlich mit dem Hüftbeuger verkürzen. Wir gehen nach vorne, so, und wir überstrecken uns nicht mehr. Und selbst beim Laufen, wie gesagt, ist es möglich, sich zu verkürzen. Dieser Umbau, ja, wird halt bedingt durch diese Position, die wir oft am Tag einnehmen. Das heißt, wir haben jetzt natürlich dann die Möglichkeit, dass der Hüftbeuger es schafft, deinen Oberschenkelknochen durch einen Zug, den er aufgebaut hat, in die Hüftpfanne zu ziehen, weil am Hüftbeuger ist nämlich der Oberschenkelknochen aufgehangen. Das ist die Aufhängung. Und wenn du dich umgebaut hast in deiner Faszie, die im Muskel des Hüftbeugers, also im Hüftbeugermuskel stark vertreten ist, dann einen Zug aufbaut, dann kriegst du das hin, dass du dir dein Gelenk aufreibst. Ja, und so kannst du dir deine Hüfte kaputt machen und auch eine Hüftarthrose an dich reintrainieren. Jetzt ist es so, dass wir dir gerne 3 Übungen zeigen, mit denen du es schaffst, wieder deine Hüfte zu lockern, den Hüftbeuger zu dehnen und dadurch wieder es schaffst, deine Beweglichkeit herzustellen und auch schmerzfreier werden kannst. Was wir jetzt machen, ist zuerst eine Dehnung, die zeitgleich den Hüftbeuger dehnen kann und die Gesäßmuskulatur. Dazu geht der Patrick schon in eine Position, genau, er fängt erstmal an, das Bein im rechten Winkel vor sich abzulegen. Dann fängt er an, langsam das hintere Bein nach hinten zu überstrecken. Und jetzt geht es darum, dass man versucht, den Stachel, den wir hier vorne, wir haben vorne so einen kleinen Stachel, ja, in Richtung der Ferse hinbewegt, dass man sich so eindreht. Patrick ist schon sehr gut gedehnt, ja, er kommt schon sehr weit. Jetzt haben wir gleich 2 Effekte. Wir sind in der Lage, hier vorne den Hüftbeuger zu dehnen. Zeitgleich haben wir noch eine zweite Dehnung, die hier im Gesäß ist. Du musst dich an beiden Schmerzen orientieren, einen Dehnungsschmerz wählen, der bitte eine 9 ist. 9 bedeutet bei uns, es ist ein intensiver Schmerz, aber du empfindest diesen gerade noch als positiv und hier kannst du noch ruhig atmen. Also orientiere dich bitte an beiden Strukturen. Wenn du an der einen Seite mehr haben solltest, vielleicht im Hüftbeuger und im Gesäß nicht so viel, dann versuch wieder ein bisschen rauszugehen oder die Position nochmal zu verändern. Der Patrick macht das schon sehr gut. Er ist nach vorne gegangen mit dem Oberkörper. Dadurch kriegt er hier im Gesäß mehr Dehnung hin. Wenn er aber tatsächlich im Gesäß schon eine starke Dehnung hätte, aber nicht so viel im Hüftbeuger, könnte er genau die Gegenrichtung sich wählen. Er könnte sich mit dem Oberkörper langsam aufrichten und dadurch bekommt er hier viel mehr Zug im Hüftbeuger hin. Das sind Feineinstellungen, die du dir selber wählen solltest. Wie gesagt, es geht schon darum, dass es auf beiden Seiten der gleiche Schmerz ist. Kannst du dann diese Position 2 Minuten halten. Wenn du merkst, der Schmerz wird weniger, schaust du, dass du dich verstärkst. Entweder drehst du noch ein bisschen mehr den Stachel ein oder fängst an, dich je nachdem, was du möchtest, noch ein bisschen mit dem Oberkörper hoch zu bewegen oder mit dem Oberkörper nochmal nach vorne zu gehen, was dir gerade lieber ist in dem Moment.
Mit dieser schönen Übung haben wir natürlich es jetzt geschafft, erstmal auf der einen Seite den Gesäßmuskel zu befreien und auf der anderen Seite den Hüftbeuger zu dehnen. Jetzt ist es so, solltest du natürlich diese Übung auch entgegengesetzt gleich dann machen, wenn die 2 Minuten durch sind. Dazu gehst du langsam wieder raus aus der Position und machst es genau entgegengesetzt. Patrick bringt das eine Bein vor sich und fängt an, das andere Bein nochmal nach hinten zu strecken. Und jetzt machst du wieder genau das Gleiche. Du schaust, dass du in beiden Strukturen die gleiche Dehnung versuchst zu erzeugen, die gleiche Intensität, wie du es einstellen kannst. Stachel nach vorne Richtung Ferse oder den Oberkörper nach vorne bringen fürs Gesäß oder den Oberkörper ein bisschen zurück für den Hüftbeuger. Wenn du diese 2 Minuten jetzt auch wieder gemacht hast, können wir noch eine dritte Übung machen. Vielen Dank, Patrick. Die dritte Übung ist in der Lage, noch die Innenseite der Oberschenkel aufzuziehen. Diese haben auch noch schöne Auswirkungen auf die Außenseite, wo halt die Hüfte natürlich lokalisiert ist. Und dazu müssen wir in eine Spagatgeschichte gehen. Ich denke immer, der Patrick ist schon gut gedehnt. Die Frosch willst du machen? Gut, dann machen wir die so. Alles klar. Okay, Patrick hat schon schön die Fußsohlen aneinander. Ja, und jetzt kann er gerne schauen, dass er vielleicht mit dem Becken noch ein bisschen nach vorne geht. Genau, dass man so einen 90-Grad-Winkel vielleicht im Kniegelenk hat. Und jetzt geht es darum, dass man natürlich hier das Becken absinken lässt und dann kriegt man an der Innenseite der Oberschenkel schon einen schönen Zug hin. Es kann aber auch passieren, dass du es jetzt genau hier an der Außenseite spürst. Wenn du es hier an der Außenseite, an deiner Hüfte spürst, orientiere dich bitte auch an der Außenseite an einem Wohlfühlschmerz. Wenn du dann die Übung so hältst, wirst du merken, dass du nach mehreren Atemzügen der Schmerz weniger wird. Und wenn der Schmerz weniger wird, kann man sich verstärken, indem man das Becken noch weiter nach unten zum Boden bringt. Genau. Vielleicht noch ein bisschen gerader hier, so nicht ganz so durchhängen lassen. So, ansonsten wunderbar hält man das und macht ruhige, tiefe Atemzüge, wie der Patrick hier das schon wunderbar macht. Wenn 2 Minuten um sind, hast du es geschafft und dann hast du wunderbar deine Hüfte wieder aufgedehnt und dich gelockert. Wenn du wenn es sehr doll schmerzt, ja, dann kannst du dich natürlich auch ein bisschen zurückschieben aus der Position und dir wieder einen Wohlfühlschmerz wählen. Wichtig ist, fühl dich wohl in der Dehnung, versuch nicht zu übertreiben, ja, sondern immer mit einem Wohlfühlschmerz arbeiten. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und wir dir helfen konnten. Wir würden uns ja freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns likest, ja, Videos teilst mit deinen Freunden, Verwandten, Familie, wie auch immer. Und wenn du noch weitere Schmerzzustände gerne behandelt haben möchtest in einem Video, dann schreib das natürlich in die Kommentare gerne unten hin. Ja, dann schauen wir, dass wir das umsetzen können und ja, freuen uns, wenn wir dir weiterhelfen können. Dein Patrick und Rocco.